Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Shooting Basics mit Rosi. Heute das Thema Rosi und Tims Ausrüstung und warum. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolium. Ja, wir haben die Range erfolgreich abgeschlossen, ihr zwei. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass ihr da echt so Gas gegeben habt und uns alles super gezeigt habt. Jetzt wollen natürlich bestimmt unsere Zuschauer auch wissen, was haben wir da während den Aufnahmen gesehen, was nutzt ihr an Ausrüstung. Wir haben jetzt mal gesagt, wir fokussieren uns jetzt mal auf die Einsatzausrüstung. Natürlich gibt es immer noch mal zusätzlich Trainingsausrüstung. Ich würde sagen, wir fangen mal beim Kopf an. Okay. Ja, dann go ahead, please. Ja, das ist mein Schubert-Einsatzhelm. Den habe ich jetzt ausgestattet. Einmal mit der Aufnahme für Nachtsichtgeräte, dann meine Sturmbrille, mein Headset, ganz normaler Peltor-Headset, nichts Besonderes. Dann habe ich oben mein Glowtube ER. Den habe ich gekoppelt jetzt mit der Aufnahme von meinem Headset. Und als Gegengewicht habe ich natürlich nichts Unnötiges mitgenommen. Da sind ein paar Batterien. Ist nicht viel Gewicht, aber es hilft auf jeden Fall, als wenn ich das Gewicht nur vorne drauf habe. Ja. Ich verwende PVS 14. Tim hat einen ähnlichen Aufbau, ne? Der hat im Endeffekt hier kein IR-Licht, sondern ein Blauleucht. Es leuchtet blau. Jawohl. Ja. Und vielleicht eine Sache bei Tims Helm. Er hat zeig mal kurz sein Headset. Also Schubert hat es extra so gemacht, dass es optimiert ist für das Headset ganz normal tragen. So, das heißt, er trägt sein Headset und dann den Helm über. Deswegen ist das hier alles ausgeschnitten, damit das nicht drückt. Ja. Ja. Sehr, sehr cooles Konzept übrigens. Ne? Also ich sehe die jetzt auch zum ersten Mal so richtig von innen. Was mir bei euch beim Tragen schon aufgefallen ist, fand ich extrem cool hier, dass das hier kein durchgängiger Gurt ist, sondern dass hier so eine Verstärkung eingebaut worden ist. Und hier auch in der, wie sagt man da, Karotte? Wie nennt man das? Kalotte nennt man das, oder? Im Inneren vom Helm? Kopfteil. Im Kopfteil. Gibt es einen Fachbegriff dafür? Keine Ahnung. Ich bin nur Nutzer. Hier nochmal ein Netz, was den Abstand hält. Bin ich sehr gespannt. Also will ich auf jeden Fall auch mal im Detail nochmal bei uns auf dem Kanal vorstellen bei Gelegenheit. Da werde ich die Schubert-Jungs nochmal anschreiben. Ja, perfekt. Okay. Gut. Dann sind wir, wenn wir beim Kopfschutz sind, bleiben wir gleich. Haben wir ein bisschen mehr Platz? Schutz vor die Augen. Ah ja, gut. Gar nichts Besonderes. Ich nehme einfach Oakley. M-Frame Alpha. Beste. Sehr gut. Ja, gut. Habe ich auch. Super Brille. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Genau. Die läuft einfach. Das Laserwechseln ist tatsächlich ein bisschen besser. Und ich muss sagen, wir hatten hier jetzt auch relativ niedrige Temperaturen. Ich hatte mit der alten M-Frame tatsächlich Probleme immer mit dem Beschlagen. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht viel körperlich aktiv gearbeitet, muss man sagen. Aufstehen, ja, aber ich hatte tatsächlich überhaupt kein Problem mit Beschlagen tatsächlich mit der. Was hier für mich jetzt immer, wenn ich taktisch unterwegs bin, ich nehme immer klares Glas. Damit das genauso ist, wie ich normal mein Gehirn programmiere. Das heißt, ich bin überhaupt kein Fan von Kontrastfarben. Ich werde mit Sicherheit auch nicht mit der Sonnenbrille rumlaufen, wenn ich weiß, dass ich kurz danach irgendwo ins Gebäude reingehe. Ja. Das verfälscht die Farben. Und eins ist klar, wenn ich im Einsatz bin, habe ich sowieso mehr Stress. Na, da will ich alles so einfach so dicht an der Realität wie möglich haben. Ne? Also nichts im Dunkeln, was doch weiter abdunkelt durch eine Sonnenbrille. Deswegen habe ich immer Klarglas davor. Ja, genau. Was natürlich überall passiert, ich habe auch 1000 andere benutzt schon, und das ist Murphy. Wenn es zerkratzt immer vorm Schießauge. Das heißt, ich habe jetzt auch das verbessert, indem ich mit sehr, sehr feinem Schmirgelpapier, also 2000er, das Gröbste weggenommen habe und dann von den Display vom iPhone, da gibt es so eine Polierpaste. Und damit habe ich die wieder hingekriegt. Und wenn man sich das mal anschaut, da ist so gut wie nichts mehr drauf. Ja, also es funktioniert auf jeden Fall. Cool. Na, ja, kann man das ein bisschen rausdehnen. Guter Tipp nochmal auf jeden Fall. Okay. Ja, bei den Händen, da sind wir uns auch einig. Mechanics zum Training definitiv die richtige Wahl. Ihr habt die 05er normal, ne? Auf jeden Fall. Ich habe die jetzt auch mal für diese Geschichte hier, habe ich die auch mal angezogen, muss ich sagen.
Muss man nicht abschneiden, weil sie tatsächlich so dünn sind, dass man da echt ein gutes Gefühl hat. Bei der Langwaffe habe ich eh keinen Stress damit, Ja. mit dem langen Finger. Bei der Pistole habe ich tatsächlich immer normalerweise einen Finger abgeschnitten. Ich weiß, es ist sinnlos, ja, ich weiß, aber ich möchte einfach gerne da ein besseres Gefühl am Abzug haben. Ja. Ja? Also ich verwende Mechanics. Sie funktionieren gut, Ja. fürs Training aber nur. Wenn ich sie durchrödel, ich rödel ungefähr nach einem halben Jahr, sind meine Handschuhe auf. Bei Mechanics, die kosten halt nichts. Ja. Kaufen sich die nächsten. Ja. Aber egal welche Schießhandschuhe ich verwende, die auch von 511, die sind halt mehr taktisch. Ja. Das tut halt ein bisschen mehr weh, wenn man sich neue kaufen muss ständig bei Mechanics. Deswegen sind die auch klasse. Vom Feeling sind die gut. Okay, Schutz, wenn ich Feuer habe, da sind sie natürlich nichts. Ja, gut, das Modell ist speziell. Ne? Genau, Ja. das sind Trainingshandschuhe. Ja, ja. Ja, und das kann ich ohne Probleme so empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich die verwende. Ich glaube, seit 20 Jahren, 15 Jahren, also Ewigkeiten. Ja. Muss mal reingucken auf unserem Kanal. Wir haben ein paar von den neueren Handschuhen auch getestet. Die haben jetzt inzwischen auch relativ coole Schnittfeste und Feuerfeste und so Sachen. Also auf jeden Fall immer mal wieder quer gucken. Also werde ich prüfen. Prüft das. Perfekt. Super. Super. Gut, dann sind wir auch schon beim Schutz für die Füße, würde ich sagen. Okay. Gehen wir Platz. Also, für die Füße, ich bin halt Soldat und habe sehr breite Füße. Deswegen ist das für mich wirklich schwierig, gute Schuhe zu finden. Wo ich Wert drauf lege, ist, wenn ich im Gelände bin, auf jeden Fall die Knöchel schützen. Das heißt, ich versuche immer die Schuhe so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig zu verwenden. Das ist jetzt mein Kompromiss, kann ich super auf Schießbahn arbeiten. Damit gehe ich auch ohne Probleme ins Gelände. Die sind nun recht neu, deswegen sind die nicht ganz so zerrödelt. Aber nochmal ein Tipp für die Soldaten, die wirklich auch ein Hannes Walgers heißt, wie heißt das sonst noch? Also wenn man vorne breite Füße hat, hier so ein Überbein. Spreizfuß? Ja, Spreizfuß. Ja, okay. Ja, dann ich verwende dann meine Schnürschuhe oder die Schnürung so, ich mache einfach einen frei, dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz, als wenn ich jetzt stramm anziehe. Arbeiten, ja. Und was ich auch immer mache, ich mache hier in der Mitte einen Knoten. Wenn es lange rumrüdelt, ist es manchmal so, dass das eine Band halt super lang, das andere super kurz ist. Ne, einfach Knoten rein, dann weiß man immer, wo die Mitte ist. Perfekt. Kostet keine Arbeit. Ja. Ja, und die mittlere Höhe hat sich ja tatsächlich durchgesetzt. Also auch bei anderen Herstellern. Ja. Also Schuhe sieht man sehr, sehr häufig. Der Tim hat hohe. Ne? Genau. Das sind die, ich komme nicht auf den Namen. Z65 Z65 GTXC. Und wie bist du mit denen zufrieden? Die sind cool, ja. Sind ganz gut. Ja. Eine Kleinigkeit war nicht so toll. Erinnerst du dich beim Schießen? Die Höhe. Beim Anschlag kniend. Ja, die Höhe Man ist- hat ein bisschen reingedrückt. Aber trotzdem, er hat natürlich mehr Schutz. Ja. Damit kann man auch meiner Meinung nach Das ist ohne auch Probleme mit, Fallschirm ja. springen. Guck mal, von der Höhe her, ich hätte es auch gesagt, das ist ein mit. Na, hinten ist ein Ticken runter. Höhe, aber ich glaube, es geht trotzdem. Na, gerade wenn man kniet, ist das Ja. hier. Natürlich geht das. Ja. Aber er hat es mit Sicherheit schwerer als ich. Ja, nee, Lova, mega. Also trage ich auch seit Jahren. Halt nicht zum Schießen tatsächlich, sondern ich habe es tatsächlich für den Outdoor-Bereich habe ich Lova im Einsatz. Ich habe kennst du noch die Engländer hatten, das englische Militär, die die hießen nicht Mountain GTXC, so sandfarbene mit so einem Mesh-Einsätzen. Ich kenne Sandfarben, aber Mesh, da geht schon los bei mir. Ich bin einfach nur Benutzer, frage mich bloß nicht nach Produkten. Ja. Ich benutze einfach das, was funktioniert. Ja. Ich kümmere mich nicht um Namen, es muss funktionieren. Also Ja. sorry. Ist auch bei Lova auf jeden Fall der Fall. Also, Ja. coole Schuhe. Ja. Okay, Schießgürtel. Da hatten wir ja lange diskutiert vorher. Genau. Was denn? Dein Battlebelt? Ja. Wie nennst du es denn? Battlebelt, ja. Schießgürtel, Battlebelt. Ich nehme es ja nicht nur zum Schießen, das ist das, was ich draußen habe. Ja. Ich habe halt eine Menge mehr drin, als was ich zum Schießen brauche. Meine ganze Ausrüstung versuche ich immer so zu machen. Bei der Ausrüstung geht es ja nicht darum, was ich da ranbauen kann, sondern alles wegnehmen, was ich nicht wirklich brauche. Das heißt, das ist für mich jetzt so im Grunde genommen das Wenigste, was ich brauche. Trotzdem habe ich natürlich einen Bonus. Meine Ausrüstung habe ich so zusammengestellt, dass ich normal am Boden kämpfe, aber ich kann damit auch abseilen. Die sind alle zertifiziert, da habe ich einen Beinriemen dran. Ich habe alles so, wie es hier ist. Ich klicke den Beinriemen an den Fastex und kann damit arbeiten. Was ich habe eine Magazintasche, meine 1. Die habe ich ein bisschen gepimpt, indem ich hier die Lasche, die schneide ich auf keinen Fall ab. Die habe ich nur geöffnet. Das heißt, für den normalen Kampf kann ich schnell meine 1 ziehen. Wenn ich jetzt abseile, dann gehe ich auf Nummer sicher, dann öffne ich ihn und schließe dann komplett. Also das ist nur ein bisschen der Klettverschluss. Das heißt, wenn ich unten bin am Boden, öffne ich das, kann die 1 ziehen. Die anderen habe ich eigentlich immer verschlossen.
Auch ein interessantes Konzept. Also eigentlich so, also wenn ich mir so die Gürtel anschaue, mit denen wir normalerweise zu tun haben, ist immer so 2 Pistol, ein Rifle auf der Seite. Und bei dir ist es, also das finde ich mega. Also interessant, mal was Neues zu sehen. Und auch einen neuen den Ansatz dahinter halt auch. Ja, ja. Es ist halt über Jahrzehnte erprobt. Ob man die beiden jetzt wirklich braucht, da kann man über diskutieren. Ja. Aber es ist halt auch ein Schießgürtel. Das heißt, wenn ich Pistolentraining mache, bin ich immer ganz froh, dass ich die habe. Ja. Und du könntest ja auch ein Multitool reinstecken. Ja, aber das habe ich woanders. Ja. Mein Dump-Pouch, ich habe noch eine alte Ausrüstung jetzt hier. Tim hat eine Nummer moderner. Ich habe in meinem Dump-Pouch immer eine Magazintasche für AR. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, ist mein absolutes Not-Equipment mein Battlebelt. Da ist dann dran, wie gesagt, meine Ersatzmagazine Pistole, mein Ersatzmagazin für Sturmgewehr, dann mein Dump-Pouch, wo ich wirklich alles reinschmeiß. Dann natürlich mein Tourniquet. Ich habe immer noch das Cat, das alte, was ich meine, was immer noch besser ist als das neue. Das habe ich auch richtig zusammengelegt. Dann weiß ich von dir, du hast schon über das First Aid Kit gesprochen. Ja, exakt. Haben wir schon vorgestellt. Also wenn euch das MD-Textil IFAK interessiert, da haben wir ein Video zu gemacht. Könnt ihr gerne mal gucken. Verlinken wir euch unten in der Beschreibung. Da habt ihr das nochmal im Detail. Cooles IFAK auf jeden Fall. Von den Einsatzgrundsätzen, alles was Medic ist, habe ich links. Alles, was sonst hilft, Flasche und so weiter, ist im Allgemeinen rechts. Deshalb habe ich meine linke Seite markiert mit Rot. Ich gehe ran, ziehe mit links. Wenn ich selber am Boden liege, dann weiß jeder, irgendwo bei Rosi an der linken Seite ist sein Medic-Zeug. Und dann kann er halt Tourniquet oder hier rausziehen. Da ist noch ein zweites Tourniquet drin, aber nur das Reds. Das ist hier meine Zusammenstellung. Beim Holster, Rosi, bist du auf Black Trident jetzt mal gegangen. Ist ein Tor Duty Plus, wenn ich mich recht, also ja doch, das könnte ein Tor Duty Plus sein. Bei denen kann man, soweit ich weiß, im Konfigurator das alles so zusammenstellen, wie man braucht. Du hast jetzt hier einmal so konfiguriert, Glock mit Licht und auch RDS-Aussparung, korrekt? Genau. Ja, erzähl mal was zu. Ja, ich habe es jetzt hier das erste Mal verwendet. Ja. Muss sagen, hier ohne Training direkt auf die Schießbahn, hervorragend. Was ganz witzig ist, kann man in den Videos sehen. Das funktioniert sogar ohne Lampe. Wenn ich also jetzt die Lampe nicht verwenden will, warum auch immer oder darf, dann kann ich damit trainieren ohne Lampe. Mit Lampe ist natürlich noch besser. Was hier ganz toll ist, wir haben hier eine Aussparung. Ich habe auch eine Glock mit Akku. Auch das passt. Haben sie also groß genug gemacht. Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn man ein Gerät hat, was funktioniert, ich bin super mit zufrieden. Ja, bin gespannt auf deine Berichte im Langzeittest. Da werden wir auf jeden Fall nochmal dich befragen. Und du nutzt es aktuell hier in der Mid-Ride-Konfiguration. Genau. Das kann man im Konfigurator auswählen. Das Einzige, was sie nicht anbieten, ist Blackhawk. Da bist du ein bisschen oldschool unterwegs, aber das ist ja auch fein. Also ich meine, wenn alles Blackhawk ist, ist es Blackhawk. Na, da habe ich mich jetzt an Nextoy so ein bisschen angehalten. Ich hatte vorher alles mit Safariland, genau. War auch mit zufrieden. Ja. Das funktioniert halt, das Zeug. Das auch. Ja. Aber das war jetzt, ich weiß jetzt, dass das hier auch funktioniert. Ich muss mich ein bisschen ranhalten, weil wir im Team arbeiten. Deswegen haben wir alle. Ja, die geben sich nichts. Wir haben auch im Team jemand, der nur ausschließlich die Blackhawk-Dinger benutzt und sagt auch, er schwört drauf, er braucht nichts anderes. Nein, ich sage nicht, dass ich drauf schwöre. Ich sage, es funktioniert und das andere funktioniert auch. Ja, genau. Und eine Firma ist mir, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich egal. Hauptsache, das Zeug funktioniert. Deswegen habe ich meine Klamotten so konfiguriert. Ich nehme nicht so viel Wert auf von welcher Firma das kommt, sondern es muss funktionieren. Check, verstanden. Und Lampe, Nextorch TR30C. Ja. Haben wir auch ein Video schon zugemacht. Ja, mein Holster, das ist so gebaut, ich kann ziehen, brauche mich nicht konzentrieren, ich schmeiße es irgendwie rein. Jetzt ist das halt zugriffsbereit, jetzt habe ich eine Sicherung drin. Wenn ich allerdings Abseil oder andere Dinge tue, dann habe ich, das gehört nicht zum Satz, mir ein Riemen vorgesetzt. Na, das ist, jetzt kannst du halt nirgendwo mehr hin. Genau. Ja. Und wenn ich jetzt taktisch im Wald unterwegs bin, dann habe ich mir hier sowas vorgebaut. Linse schützen. Nein, nicht Linse schützen. Ich kämpfe mit dieser, auch wenn ich jetzt Nahkampf mache, nehme ich meine Lampe. Ich weiß gar nicht, ob Nextoy sagt hier, ob das dafür gebaut ist. Ich weiß aber, dass es funktioniert. Scheibe einschlagen, Nahkampf gegen Holzbretter und so weiter. Ich schlage damit rein. Ja. Bisher ist noch nichts kaputt gegangen. Bin ich ganz glücklich. Ja. Bist du zufrieden mit der neuen, mit der TR30C? Das ist der Hammer. Die ist Hammer, ne? Der Knopf ist wirklich bahnbrechend. Also, habe ich auch in unserem Video gesagt. Ich habe jetzt ausgeschaltet, jetzt ist die Anzeige, dass genügend Strom noch drin ist. Das ist bei den alten nicht. Das ist eigentlich bei keiner Lampe, wenn man ehrlich ist, oder bei kaum einer Lampe. Doch, ich glaube,
die böse Firma mit O hat das schon auch, glaube ich, irgendwo. Aber, Ja, okay, aber kann egal, ja. Nochmal, mich interessieren die Firmen nicht. Es muss halt funktionieren. Was hier ganz cool ist, ist der Fingerring. Das passt dann auch zum Holster. Das heißt, ich schmeiß einfach rein, arretiere das, wenn ich will, oder ich lasse es so. Und vielleicht, wenn ihr euch das Video anschaut, ich kann alles damit arbeiten. Selbst wenn ich jetzt irgendwo rumfummeln muss, ich kümmere mich nicht drum, Holster schnell, sicher das vielleicht noch ein bisschen, sicher das ganz besonders. Aber wenn ich in den Raum reingehe, dann ist auf jeden Fall immer offen. Da gehe ich auf Nummer sicher. Aber im Wald zum Beispiel, ne? Da könnte man das, oder wie gesagt am Seil, dann sichere ich das nochmal. Ja, dann gehen wir gerade schnell rüber zu Tims Gürtel. Der ist ja quasi fast identisch. Ja, der ist eine Generation weiter als ich. Auch im B-Textil, aber neuer, sagst du? Ja. Das ist, bei seiner Ausrüstung den neuen Dump-Pouch. Das heißt, da ist jetzt ein Netz drauf. Das habe ich noch nicht. Zum Ablaufen. Ja, genau. Ja. Aus Sand, der wieder rausgeht. Und das ist, glaube ich, auch bei deinem nicht. Habe ich das nicht Nee, das ist auch... hat das dein? Nein. Ich habe noch die alte Version, die allerdings auch funktioniert. Ich würde jetzt nicht sagen, oh Gott, alles ist schlecht. Nee. Es funktioniert. Hier kannst du halt einfach nochmal dicht machen, ne? Genau. Mache ich selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist natürlich möglich. Dump-Pouch, wofür verwendet man das? Meisten sagen, das ist ein Abwurfsatz für Magazine. Ich schmeiß da alles rein. Wenn ich jetzt im Feld bin, Gehörschutz kann man auch nicht nur, auch Nebelkörper kann man mal eben reinhauen. Und wenn ich jetzt im Wald bin, Nebelkörper zum Beispiel da reinschmeiße, weil ich keinen anderen Platz mehr habe, dann ist natürlich gut, wenn man das nochmal extra sichert. Ne? Und was ich auch habe, hat er auch so gebaut, sehr gut. Und nochmal Lob. Hier ist mein Ersatzmagazin. Das wissen viele nicht. Und es gibt auch einige Dump-Pouch von anderen Firmen, die da nicht dran gedacht haben, dass hier auch noch ein bisschen Wolle drin ist. Ansonsten meine ich, hat er auch MD, IFAC. Ja. Hat eigentlich, der Rest Pistol Pouches sind auch gleich aufgebaut. Ja. Und Holster ist Blackhawk Standard, glaube ich. Oder was ist das für ein Holster? Das ist das von deinem Partner. Von meinem Partner? Ja. Vom Maxel? Ja. Ah ja, Max Tag Customs. Der ist leider out of Service, er macht nichts mehr, aber er hat auch mal sehr coole Holster gebaut. Ja. Genau, das ist eins. Cool, ja. Gut. Goodie. Und dann passend zum Gürtel natürlich auch der Plattenträger. Vielleicht werde ich jetzt nochmal neidisch, weil vielleicht auch wieder was Neues ist zu mir. Aber meins ist halt zerrödelt. Ich benutze das jetzt seit 2,5 oder 3 Jahren. Deswegen sieht das ein bisschen zerrödelt aus. Insgesamt bin ich super zufrieden. Wir haben ja hier dann nochmal die Aufnahme, wenn ich jetzt taktisch abseile, dann will ich ja nicht gesehen werden, wenn ich am Gebäude runtergehe. So, das heißt, ich habe hier jetzt die Möglichkeit, mich über mein Sitzgeschirr, also mein Battlebelt, abzuseilen und kann mich hier einhaken. Das ist alles zertifiziert. Das heißt, ich habe nicht extra ein Brustgeschirr oder so, sondern das ist alles 1 in 1. Da ist auch, glaube ich, der Marcel einer der wenigen, der das macht, ne, mit der Zertifizierung. Ich glaube, der ist der Einzige. Ich kann es nicht sicher sagen, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall also die meiste Ausrüstung, very rare. Ja, die meiste Ausrüstung, wo man denn abseilen kann, ist zertifiziert auf Selbstsicherung. Und das ist natürlich eine andere Nummer. Solange nichts passiert, ist das ja auch egal. Das Zeug hält ja auch, wenn wir ehrlich sind. Ne? Aber die Zertifizierung in dem Augenblick, wo was passiert. Es passiert was, ja. Genau. Okay. So, hier habe ich meins. 3 Magazine vorne. Meine Magazintasche in diesem Falle ist die 1. Auch hier habe ich das gleiche Prinzip. Die 1 bleibt immer offen und griffbereit. Ich muss mal gucken, was der Tim hier so hat parallel. Ja. Die Klonkrieger. Na, wirklich. Ja, er arbeitet natürlich nach den Grundsätzen, die er gelernt hat. Klar. Ich habe bei mir, sehe ich gerade, ein bisschen mehr abgenommen. Also alles, was mich stört, nehme ich weg. Hier habe ich, wenn ich dann brauche, ich fummel das jetzt nicht raus, habe ich mir noch die einfache Gummisicherung. Das ist dieses Gerät. Habe ich mir jetzt hier dran gelassen bei der 1. Und dann aber so, dass ich nirgends hängen bleiben kann, hier mir vorgesetzt. Das heißt, im Normalfall bleibt die 1 offen. Und wenn ich jetzt wirklich abseil, dann fummel ich ihn raus und sicher dieses Magazin auch. Verstanden. Die anderen beiden Magazintaschen sind hier vorne. Die sichere ich allerdings. Dann vorne, wenn wir vorne weiterbleiben, habe ich mein PTT. Ich gehe da auf Nummer sicher. Ich habe überhaupt kein Vertrauen zur Peltor-Sicherung. Da ist so ein Clips normalerweise drin. Anfangs habe ich mich drauf verlassen. Dann hing der PTT schon runter. Ich mache das so. PTT wird alles soldatensicher, hätte ich beinahe gesagt, handhabungssicher, mit Kabelstraps befestigt, dass da auch nichts wegrutschen kann. Und man sieht, vielleicht bin ich auch ein bisschen Kabelstrapsfetischist, geht hier runter, ich setze ihn nach hinten.
Früher habe ich mein Funkgerät hinten getragen, mache ich nicht mehr. Ich mache das jetzt so, dass ich auch arbeiten kann, zur Not selbst verstellen kann. Mein Funkgerät habe ich in der Seitentasche, da wo es mich auch nicht stört. Hinten ist meine Mehrzwecktasche. Da habe ich zum Beispiel Ersatzmagazine, dann natürlich klar Panel. VL17-Panel. Nee, ich glaube, Nein, bei NATO heißt es anders. Ja, das ist bei uns in meiner Kompanie. NATO-Signalpanel heißt es irgendwie. Ja, das ist für meine Kompanie was Spezielles. Ja, Universalschraube. ja. Dann natürlich Ersatzbatterien, bisschen Tape kann man immer gebrauchen. Ja. Dann natürlich den Imbus, ich nehme nur das mit, was ich wirklich brauche. So, und dann kann man da nochmal ein Powerbar oder sowas mit reinlegen. Ja. Wenn ich kein Funkgerät mit habe, dann ist ja mein Stecker frei. Ja. Und den schmeiße ich auch immer mit rein, dass er da hält. Dass der nicht rumrammelt. Genau. Okay. Ne? Ja, und hier hinten habe ich für die Flashbang meine beiden Taschen, die ich selber gar nicht ziehe. Und hier an dieser Flashbang, das ist die neue von Nextoy, das ist halt ein Irritationskörper, ist gar kein Flashbang. Das ist ein Irritationskörper, ein elektronischer, super laut, gleiche Größe wie ein Original-Flashbang. Das ist kein scharfer, ist ein verworfener. Ist ganz cool, ist das neueste Produkt von denen. Sind wir sehr gespannt. Wenn wir uns definitiv auf der SHOT Show mal angucken und auch mal ein Video dazu machen. Wir haben ja den alten euch mal auf der IWA oder Enforce-Tech vorgestellt. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber auf jeden Fall haben wir euch mal vorgestellt. Das ist ein Riesending, ne? Weil also Lautstärke und Irritation super, aber Größe halt eher suboptimal. Von daher geil. Finde ich cool. Freue ich mich. Und gleiche Größe. Ja. Gut. Ja, ich glaube, ich habe keine Fragen tatsächlich. Nee, passt, oder? Fällt mir irgendwas ein? Was nutzt der Marcel für Schnallen? Der hat ja auch eine Schnellverstellung vorne, ne? Zum einen aussteigen. Hier so ein, genau. Ja, okay, auch so eine Schnellspannung. Ja, was ich gemacht habe, das baut er aber jetzt auch nach, ist... dass der Kammerband nicht runterfällt, ich bin immer am Suchen und das hat mich wahnsinnig gemacht. Also hier eine Verbindung, einfach Hosengummi. Ja, das heißt, egal, wenn du dann den Abseilgurt hier fixierst, dann hast du hier direkt auch den Kammerband schon in der Nähe oder andersrum und kannst dann direkt weiterarbeiten. Vielleicht noch kurz, das fand ich eine sehr innovative Sache, dass du vielleicht noch kurz was dazu sagst. Ja, das mache ich jetzt mittlerweile seit Ewigkeiten. Ich habe hier meine Ersatzlampe und die dient nicht nur als Backup-Lampe für Lowlight, sondern ich habe die auch als Anschlaghilfe. Das heißt, hier irgendwo ist meine Schulterstütze vom Sturmgewehr. Das heißt, als Rutschsicherung. Das heißt, damit nicht zur Seite rutschen kann. Genau, da habe ich eine Chance mehr, weil ich schieße immer vom Plattenträger, habt ihr ja gesehen. Ja, perfekt. Super. Dann würde ich sagen, räumen wir einmal den Tisch ab und dann gehen wir noch mal kurz über die Pusten. Ja. Perfekt. Weiter geht's mit den Pusten. Bei der Kurzwaffe haben wir ja schon mehrfach gesehen in der Serie, setzt du voll und ganz auf Glock. Richtig? Ja, aber nicht, weil es die beste Waffe der Welt ist, sondern weil es in meinen Augen der beste Kompromiss ist. Ja. Ich schieße halt viel und wenn ich mal eine Waffe schrotte, was passiert, kann bei jeder Waffe. Ja. Ich habe auch Heckler- und Koch-Waffen schon geschrottet. Das passiert halt. Irgendwann haben sie ihr Lebensende. Bei einer Glock, Zubehör kostet nichts, Holster, alles ist preisgünstig, kriegt man überall auf der Welt. Schlockt eigentlich jegliche Munition. Oh ja, und wie gesagt, wenn sie kaputt ist, holt mir eine neue. Ja. Und machst du irgendwelche Modifikationen an den Waffen? Ganz wenig. Ich habe jetzt hier ein bisschen weggefräst. Das ist dann für mich halt günstiger, wenn ich in Anschlag gehe, dass ich noch höher greifen kann. Aber wenn man ehrlich ist, das sind jetzt 2 mm runtergenommen. Da gehe ich auch auf Nummer sicher, will ich gar nicht kaputt machen. Stirbeling und den ganzen Kram brauche ich alles nicht. Ich habe auch keine Griffschalen, weil ich habe das ganz große Glück, dass ich so eine Standardhand habe. Ja, das ist für mich jetzt günstig. Okay. Also auch kein Federersatz und sonst irgendwas? Nee, was ich wirklich bei jeder Glock ändere, ist der Verschlusszangenhebel. Der ist einen Ticken größer. Ja. Man sieht auch, dass ich ihn benutze. Ja. Bisschen blank geworden. Und ich habe einen halben Millimeter größer, da habe ich doch noch was geändert, halben Millimeter größer meinen Magazinauswurfknopf. Ja. Den habe ich eine Nummer größer. Und man sieht vielleicht ein bisschen, habe ich mir hier rausgenommen, dass ich einfach leichter rankomme. Ne? Weil das ist halt einen Ticken zu weit vorne für einen normalen Gebrauch. Ich versuche ja, meine Ausrüstung so hinzukriegen, dass ich sie auch im Stress verwenden kann. Ja. Und als Ausbilder kann man sich auch gerne selber mal ein bisschen in Stress setzen. Mein Trockentraining, da kommen wir noch drauf, ist zum Beispiel auch, dass ich am Seil hänge und dann mal Kopf über und dann will ich auch, dass alles funktioniert. Ne? So teste ich mich selber, aber auch meine Ausrüstung. Verstanden. Ja. Nee, ansonsten muss man sagen, ist eigentlich, stimmt, also es kommt auch immer Teil für Teil. Mein Visier, da habe ich halt auch etwas, was ich auch in der Dämmerung leichter verwenden kann. Ja, das ist jetzt hier
Da steht zwar Glock drauf, aber ich glaube, das ist nicht Glock. Es funktioniert halt. Es funktioniert. Und ich gehe auf Nummer sicher. Ich habe also nicht nur das Korn nochmal mit Loctite befestigt. Meine Kimme, das ist mir jetzt auch schon öfter mal passiert, auch bei Original Glock Kim, dass sie irgendwann doch mal rutschen. Ja. Weil ich gehe bei jeder Temperatur raus und dann kann das mal passieren. Check. Heißt, bei mir ist Sekundenkleber drin. Okay. Ja, einmal vernünftig angeschossen, dann sicher mit Sekundenkleber. Ja, das ist eigentlich das, was ich mache. Verstanden. Gut. Okay. Gehen wir zu den Langwaffen. Da haben wir hier einmal eine Hele. Ja. Kurz. Ja. Das ist so dein Go-To-Baby, oder? Ja, also das ist meine Spaßwaffe, in Anführungsstrichen Spaßwaffe. Sie ist 10 Zoll, ist halt nicht sehr vernünftig. Ne? Von der Ballistik, je kürzer der Lauf, desto langsamer sind meine Geschosse. Das heißt, ich habe großartige Nachteile. Wenn ich auf weite Entfernung schieße, muss ich höher halten, um zu treffen, bei 300 Meter beispielsweise. Und das Geschoss ist langsamer. Ja. Ich muss also beim Moving Target anders vorhalten als beim schnellen Geschoss. Aber wenn ich jetzt hier meinen Schalldämpfer raufsetze, habe ich immer noch eine vernünftige Höhe. Alles, was CQB ist, 100 Meter, bin ich super zufrieden mit. Sie bleibt trotz Schalldämpfer noch führig. Mhm. Die 12,5 ist Auch deine, ne? Ja. Die Tim geschossen hat. Ja. Okay. Die habe ich jetzt eigentlich, das ist meine vernünftige Outdoor-Waffe. Dann habe ich noch eine 14,5, das ist, die habe ich umgebaut als Marksman-Waffe mit einem Ziefernrohr, 1/8 von Schmidt & Bender. Funktioniert alles hervorragend. Mhm. Ich benutze das Zeug einfach, weil es funktioniert. Okay. Du setzt auf den AFG von Magpul hier, habe ich gesehen. Ja. Ich möchte ganz kurz an der weiter erklären. Ja, natürlich. Können wir die ruhig ablegen? Ja, sorry, habe ich vorweggegriffen. Wenn wir an diese Waffe rangehen, warum mag ich sie? Gerade wenn ich jetzt so Extremsachen mache. Ich habe halt hier einen Verschlussanghebel, so wie jeder. Ich habe zusätzlich hier. Und was auch sehr gut ist, gerade bei Stress, ich nehme einfach den Finger unter. Ja. Einfacher geht's nicht. Also Verwundeten-Drills und so weiter und so fort, kann ich alles locker einhändig hier mit der Hand abarbeiten. Wenn wir uns das mal vorne anschauen und gehen jetzt nach hinten, AFG, finde ich den am besten der Welt? Nein, das ist auch wieder der Kompromiss. Der Vorteil ist, wenn ich jetzt lange unterwegs bin, wenn ich gerade halte, also jetzt ohne alles, dann wird irgendwann mein Handgelenk schmerzen. Klar. Das war schon immer so. Das heißt, ich gehe jetzt ran und kann einerseits einen Sturmgriff nehmen, aber hier ist es halt gemütlicher. Ne? Ja, ja. Ich bin auch Fan von wie sagt der Frau, von dem Ponuckel. Ja. Da raste ich meine Hand, kann ganz entspannt lange halten. Dann habe ich hier natürlich mir eine Pika raufgesetzt. Da kommt dann eine Lampe ran, oben kommt mein Laser rauf. Deswegen seht ihr auch hier die Kabelführung. Das Frontside und das Rearside, was ich hier habe, das ist jetzt der Kompromiss, weil ich noch nichts Vernünftiges für für den hohen Aufbau. Da bin ich kein Fan von. Es funktioniert, aber ich bin da kein Fan von. Normalerweise, wenn ich meinen Laser aufsetze, ich habe einen WL70, das ist ein guter, aber noch lange WL60. Das ist ein guter, aber noch lange kein sehr guter. Der WL70 wird wahrscheinlich ein sehr guter werden, da warte ich jetzt drauf. Auf jeden Fall, wenn ich mit Kabel arbeite, dann kann ich die halt hier schön führen. Bei Kabel ist immer so ein Ding, wenn ich eine Chance habe, den abzureißen, dann reiße ich ihn noch ab. Ne? Also in Afghanistan, ich weiß gar nicht, wie viel Kabel wir mit unserem Laserlichtmodul abgerissen haben. Weiter hinten, das habe ich erklärt, Schulterstütze selber. Gerade für den Nahbereich ist es halt wichtig, dass wir schön schmal arbeiten. Ja. Ne? Das kommt auch von Henel oder ist es ein anderer Hersteller? Nee, das ist Henel. Okay. Das sind die neuen von Henel. Okay. So, wenn man jetzt weiter nach hinten geht, sieht man dieses Gummizeug hier. Ist das wirklich notwendig? Nein, das ist nicht wirklich notwendig. Aber es ist eine super Hilfe. Wenn ich zum Beispiel im Waffenschrank meine Kanone unterbringe, klemme ich meinen Riemen hier einfach über diesen Magnet an. Und nicht fragen nach der Firma. Ich weiß es natürlich nicht. Ich bin eine Ausbilderschlampe. So kann man das schützen. Das Gleiche habe ich vielleicht erwähnt, wenn ich im Fahrzeug arbeite. Na, niemals den Gewehrriemen am Hals tragen. Hat man eine Chance, hängen zu bleiben, bleibt man hängen. Ja. Dann ist man halt im brennenden Fahrzeug. Das ist nicht gut. Deswegen habe ich hier 2 Optionen. Weil ich ja Ausbilder bin, muss ich auch anderen zeigen, was kann man machen. Das ist die eine Option. Die andere Option ist, deswegen QD ist ganz gut. Ich öffne, lasse sie noch an. Jetzt hätte ich sowas wie einen Single Point. Kein richtiger Single Point, aber es funktioniert. So, und im Fahrzeug selber führe ich es meistens so, dass ich den Riemen jetzt am Körper trage. Dann gehe ich raus in den Kampf. Dann habe ich eventuell eine Kampfpause. Dann hake ich hinten ein,
halte ich Umschau, keine Bedrohung, hake ich vorne ein und kann arbeiten. Und das ist halt wichtig, man muss immer wenn man taktisch arbeitet, irgendein Konzept sich mal ausdenken und dann das abarbeiten. Check, verstanden. Ach ja, Sling. Empfehlenswert ist der Sling, das ist jetzt hier so ein VTech oder 511 und ich verwende für alle leichten Waffen unpaddled, also ohne irgendwelchen Polster. Polster ist okay, aber ich sage, alles so einfach wie möglich abarbeiten. Habe ich eine Chance, irgendwo hängen zu bleiben, bleibe ich hängen. Hier habt ihr vielleicht gesehen bei den Videos, als ich sie verwendet habe, da bleibe ich halt nicht hängen, trotz Ausrüstung. Ne? Wenn ich nur mit einem Hemd rumlaufe, kann ich auch Padded nehmen. Aber je mehr Ausrüstung ihr habt, habt ihr mehr Chancen, irgendwo hängen zu bleiben. Check. Was ich hier gemacht habe, hier ist eigentlich eine Wangenauflage, die habe ich runtergeschraubt. Ne? Wangenauflage, ich brauche keine Wangenauflage. Ich habe meinen Index-Point, auch da alles, was ich verstellen kann, brauche ich nicht, weg damit. Kostet extra Geld, haben die auch gut entwickelt, aber für mich ist es unwichtig, deswegen ich nehme es runter. Ja. Wenn wir weiter nach vorne gehen, das finden die meisten Spezialkräfte ganz witzig bei mir. Ich habe hier meine ballistischen Informationen, und zwar die Ablagen 100 bis 300 Meter. Die habe ich natürlich im Kopf, aber für andere, die es nicht so häufig machen, könnt ihr es nochmal ablesen. Haben auch schon einige nachgearbeitet. Dann habe ich zusätzlich die Angaben der Geschossflugzeiten. Das ist wichtig für Moving Target. Ja, wenn ein Ziel jetzt mit 1 Meter pro Sekunde sich bewegt und mein Geschoss ist 0,1 Sekunden in etwa unterwegs, muss ich halt 10 Zentimeter vorhalten und so weiter und so fort. Also hat man drauf und dann muss er halt wissen, wenn ich jetzt unterm Fahrzeug durchschieße, habe ich auch wieder Ablagen und da ist dann halt die Faustregel, wie weit man entsprechend anvisieren muss, um zu treffen. Verstanden. Okay. Ja. Optik bei dir Aimpoint Ja. und Mündungsfeuerdämpfer Birdcage. Ganz normal Standard von Händel. Genau. Und die ist im Endeffekt identisch aufgebaut, außer dass sie hier MagPul-Amboss-Sights drauf hat. Die kann ich halt nicht verwenden, weil die zu flach sind Ja, hierfür. exakt. Ein bisschen wie ein Space arbeiten. Und auch wieder ein Aimpoint-Visier auf dir. Aimpoint. Ich nehme halt Aimpoint, was funktioniert. Ich Ja. weiß aber, ich hatte Holosun genommen. Ja. Ich glaube, du hast auch Holosun. Ich habe auch Holosun, ja. Haben wir auch jetzt auf der Hera mal drauf aktuell. Weil sie ganz fresh und neu ist. Ja. Nee. Holosun habe ich einen Test durch, muss ich wirklich sagen. Ist durch meinen Test durchgegangen. Ich bin super, super kritisch. Unterwassertest, eine ganze Woche unter Wasser halten. Muss sie halten. Aimpoint macht sowas natürlich auch. Holosun, ich weiß gar nicht, wie der Preis gerade ist, hat alles durchgehalten. Klickgenauigkeit. Wer jetzt altes Holosun hatte und gesagt hat, hier, das gilt gar nicht, kann ich nur sagen, ja, vielleicht waren die früher Müll. Will ich gar nicht zu sagen. Die ich in Test hatte vor 2 Jahren, alles, was ich hatte, ist durchgegangen. Das ist auch unsere Erfahrung. Also alles, was aus der 400er-Serie ist, für die Langwaffen, muss man dazu auch sagen, war so, und ab der 500er-Serie ist es echt perfekt geworden. Also da haben sie wirklich einen draufgesetzt. Ja, wenn wir noch bei den 223ern sind, haben wir noch die Hera Max. Die haben wir jetzt auch mal getestet. H3L Pro sind die neuen Magazine, haben wir euch auf der Steel Nightmare mal kurz vorgestellt. Sind für den deutschen gesetzeskonformen Gebrauch 10 Schuss, aber halt im 30-Schuss-Körper. Ja. Ich meine, du hast natürlich für dein Einsatztraining mit den Behörden die 30-Schuss-Magazine. Ja. Wir haben jetzt halt gesagt, wir einigen uns hier alle auf diese Magazine, dass wir auch dieselbe Menge haben. Tatsächlich super robust, sehr straff, muss man sagen. Ne? Da hatten wir wo hat man die Probleme beim... Wenn der Verschluss vorne ist und dann mit Zähnen reinführen, dann muss man richtig reindrücken. Da muss man ein bisschen drücken, genau. Weil die Feder ist halt... aber gut, die sind auch niegelnagelneu. Also das muss man dazu sagen. Die werden auch noch ein bisschen nachgeben. Aber top gearbeitet und vor allem im Vergleich zu anderen Systemen, die mit einem Koppler arbeiten, um zu verlängern, übergangslos glatt. Ja, das heißt, die passen in alle Magazintaschen rein, auch Kydex-Taschen. Finden wir tatsächlich sehr, sehr cool. Ja. Halt. Weil wir es gerade in der Hand haben, Kennzeichnen vom Magazin. Das machen einige nicht. Ich mache das immer. Jetzt selbst für das Training jetzt hier, die waren auch für uns neu. Auch meine ganzen Glock-Magazine. Das ist jetzt T für Tim, sein 7. Magazin. Er hat halt 10. Dann steht da Tim 1, also T 1 bis 10. Bei mir R 1 bis 30.000. wahrscheinlich. Warum mache ich das? Erstens, um mein eigenes Magazin wiederzufinden. Aber zum Zweiten, wenn ich jetzt mal eine Störung habe, und ich habe jetzt hier meine 30.000 Magazine und ich habe mit der 12 eine Störung. Dann weiß ich halt, dann finde ich dieses Magazin auch wieder, um es entsprechend aufzunehmen. Ne? Ja. Und nicht wieder in die Griffel zu kriegen. Was kann denn passieren beim Magazin?
Ich arbeite auch viel Outdoor. Ich schmeiße das in den Sand, Steinchen. So, und wenn da jetzt drinnen was verhängt, dann kann auch mal der Zubringer irgendwo festhängen. Habe ich natürlich Störungen. Also dann muss ich auch mal ein Magazin reinigen von innen. Nutzt du Markierungen auch zum Beispiel an der Ausrüstung, um zu wissen, oh fuck, jetzt habe ich nur noch ein Magazin? Also sprich, dass du sagst, ich habe jetzt Magazin 1 bis 6 dabei. Auf keinen Fall. Machst du nicht? Nein. Das ist Da ziehst du einfach stumpf und fertig. genau. Okay. Na, wenn wir jetzt sehen, hier bei den Trainings, wie oft wir da gewechselt haben und auch das Magazinmanagement, da bin ich ja so und so immer am Wechseln. Okay. Und für jeden professionellen Soldaten, jeder hat seine Magazintasche 1, 2, 3, 4 oder was auch immer. Und dann arbeitet er immer wieder die 1 voll machen. Ja, verstanden. Das Management-Magazin ist halt elementar wichtig. Immer wieder zusehen, dass die 1 voll ist. Und immer von schlechtesten Magazin beginnend, wenn ich Zeit habe, wenn ich keine Zeit habe, von der 1 beginnen. Okay. Dann hast du jetzt ganz neu geschossen mal die Hera 9er. War ich mal richtig erstaunt. Also, Hut ab dafür. Ich habe Schmeißer. Schmeißer ist auch gut, muss ich wirklich sagen. Ja. Meine 9 mm kann alles, was ich wollte. Deswegen war ich so unheimlich gespannt, ob Hera das auch so gut hinkriegt wie Schmeißer. Ersteindruck? Wirklich sehr gut. Also, Du hast gesagt, du hast hier ein bisschen mehr Rückschlag. ja, Und das ist der Rückstoß. ja, Und das ist dir tatsächlich auch lieber, weil du willst ja im Endeffekt das Feeling der 223 haben. genau, Richtig? genau. Also, ich war super erstaunt. Ja. Wirklich Hut ab dafür von den Konstrukteuren. Schulterstütze ist nun nicht mein Ding. Gut, optisch. Kann man sich drüber Da streiten. baue ich mir natürlich genau die ran. Ja. Meine Trainings kann ich fast genauso durchführen. Das ist alles gleich. Hier kann ich halt nur den AR. Ich habe zwar hier auch einen, aber das ist nicht ganz so. Ja, aber ja. ist egal. Ich kann das alles trainieren. Ich kann fast alles trainieren mit der Waffe, wie ich es brauche. Ja. Hier bin ich jetzt nicht so glücklich, aber die haben halt Liegt auch. ja noch ein M-Log-Schaft bei. Ja. Der ist jetzt im Endeffekt sportlich umgebaut erstmal, damit wir da problemlos den transportieren konnten. Ja. Und den kannst du ja noch jagdlich dann umbauen. Das Und ist ja ich auch bin jetzt tatsächlich, wo ich mir das angeschaut habe, ich werde nochmal mit Hera sprechen. Ja. Ich denke mal, das wäre eigentlich schon, wenn sich das jetzt so über die Dauer bewährt, Ja. wenn ich da noch ein bisschen mehr mitschieße, das Ding schallgedämpft wäre schon tatsächlich auch eine taktische. Ne? Eine 9 mm, 45 wäre natürlich schallgedämpft noch besser, aber 9 mm mit einem vernünftigen Schalldämpfer drauf, dann kann man sich das wirklich überlegen. Vom Rückstoß ist das jetzt in diesem Zustand nicht genau wie eine 2:3. Ja, gut. Aber ist von der Stärke wie eine 2:3. Aber der Impuls ist halt was anderes. Ne? Massenverschluss, logischerweise. Da brauchen wir gar nicht, das kann man auch gar nicht anders machen, Nee, das weiß ich auch. Wirklich so, dass ich sagen kann, super, super angenehm überrascht. Ich weiß jetzt nicht, was sie kostet, aber das ist eine Waffe, die kann man empfehlen. Ja. Kann, cool. kann alles, was sie braucht. Ja, dann bleibt da auf jeden Fall mal dran und berichte uns mal, weil das Langzeittest wird uns auch brennend interessieren. Was für mich auch ganz interessant ist, ich habe ja den Vergleich. Mal gucken, wie die beiden sich tun. Das Schöne ist halt, es bringt auch wieder Spaß. Ne? Ja. Die Munitionskosten 2:3 gegenüber einer 9x19 ist schon ein Unterschied. Ne? Ja, cool. Dann würde ich sagen, haben wir die Waffen durch und auch deine Ausrüstung. Was wir tatsächlich vergessen haben, was mir gerade noch so eingefallen ist, wo ich dich die ganze Zeit angeguckt habe, das Offensichtlichste, die Kleidung, die du trägst. Ach so, da haben ja. wir noch gar nicht drüber gesprochen. Da frage ich schon, was ist das für ein geiles neues Combat-Shirt? Haben wir Ja, gar nicht gesehen, ja. ist das UFPRO wegen den Labellier? Nee, ist es nicht. Also, du fragst mich hoffentlich nicht, wie das Modell heißt. Nee, das frage ich nicht. Dankeschön. Das weiß ich natürlich nicht. Da bin ich wirklich Schlampe. Es muss funktionieren, habe ich gelernt. Ja, genau. Sorry. Auf jeden Fall, das sind das vorletzte Modell. Von 511. Vom 511. Das verwende ich jetzt, seit es rausgekommen ist. Das sind die neuen Combat-Shirts. Ja. Auch da super easy, wenn es nicht geht. Ja, das haben sie sich abgeguckt. Kann sein. Ja. Ist mir auch völlig Ja, Wumpe. du, wenn eine Idee gut ist, warum soll man sie nicht mit einbauen? Ja, Ich finde, das Kopieren ist die höchste Form der Anerkennung, sagt der Chinese. ja, ich wusste nicht mal, dass die anderen das auch schon haben. Ja. Aber auch das interessiert mich nicht. Wenn ich draußen bin, ich bin so Das muss auf der funktionieren, Schießbahn. hab ich Ja. gesagt. Das Shirt habe ich vorher gehabt, war ich auch super mit zufrieden. Das ist halt ein bisschen oldschooler. Die die Armtaschen sind hier wirklich bequemer, gerade wenn ich mal mein Handy drin habe. Das ist durch die Schräge nicht ganz so toll, aber super bequem. Hier bei der Hose, wie gesagt, vorletzte Modell, ist eigentlich alles dann, was ich brauche. Ich habe hier jetzt auch für meine Lampe und mein Combat Stick. Na, wenn ich jetzt arbeite, kann ich zugreifen, auch wenn ich Ausrüstung anhabe, was nicht ganz unwichtig ist. Dann habe ich hier auch meine Fächer, entweder für AR. Ich habe halt hier auch ein Multitool, auch bei meiner Uniform. Da ist ja auch eine Lasche drin. Na, ist immer ätzend, wenn man unterwegs ist und man läuft dann da rum und dann ist das Tool hier unten und Schlange da unten. Hasse ich wie die Pest.
Deswegen hake ich das hier ein. Das hat die halt auch. Ist zwar in Wirklichkeit für AR, aber da laufe ich nicht mit schweren AR-Magazinen rum. Dafür habe ich meine Magazintaschen. Aber für sowas ist das halt hervorragend. Tatsächlich muss ich sagen, ich mag tatsächlich bei Einsatzklamotten das sehr gerne, wenn sie schlicht sind. Und nicht diese, also wir kennen ja alle die typischen, was die Jungs tragen, die großen, ne? Die Cry-Pants mit den riesen Knieschonern. Aber ganz ehrlich, hat seine Daseinsberechtigung, ganz klar. Aber ich finde gerade für 90% der Sachen, die wir tun, ist so eine schlichte Geschichte hier deutlich simpler. Und du kannst ja auch softe Knieschoner einsetzen. Wollte ich gerade sagen, ne? Ja. Also da, wenn es jetzt drauf ankommt und ich bin viel auf den Knien, nun brauche ich eigentlich keine Knieschützer, Ja. wenn du mal irgendwann meine Knie sehen solltest. Meine Haut ist wie ein Knieschutz. Das haben wir doch heute Nacht. Also. Nicht vor den Leuten. Okay. Das kann ich halt untersetzen. Bei dem neuen Modell habe ich jetzt den Prototypen zu Hause. Ist schon mit Tarnung, Multicam. Ja. Da haben sie nochmal einen draufgelegt. Okay. Alles ist einfach. Bin sehr gespannt. Ja. Und hier seht ihr, genau so mache ich das. Ich denke, das hat er bei mir abgeguckt. Wenn ich hier meine Vordertasche nehme, ist auch eigentlich für AR. Er kommt halt noch besser ran als ich hier. Ich verliere es halt nicht so schnell. Ansonsten die guten Sachen, die hier sind, hat er bei der älteren Version auch. Es funktioniert halt. Guter Padawan, er ist. Gut. Ja, damit sind wir am Ende von Rosis Ausrüstung. Und warum, hat er auch gut erklärt, denke ich. Wenn ihr noch Fragen habt dazu, schreibt es in die Kommentare. Im nächsten Video zeige ich nochmal ganz kurz, das wird nicht so lang, ich verspreche es, meine Ausrüstung. Ich bin ja auch jetzt nicht so viel und so vielseitig unterwegs, aber einfach mal, dass ihr auch mal seht, was ich aktuell in der Praxis benutze. Und ja, ansonsten schaut auch bitte einmal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr alle unsere Sponsoren. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Bye, bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicon-Tex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium.